Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und schnelles Rezept für eine cremige Kartoffelpfanne mit Blattspinat und Tomaten. Dafür als erstes eine große Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken. Außerdem habe ich hier noch 2 Knoblauchzehen, ebenfalls abziehen und fein hacken. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Topf mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Währenddessen kümmern wir uns um die Kartoffeln. Ich habe hier 1,25 Kilogramm vorwiegend festkochende Kartoffeln hergenommen, schälen und dann in kleine Stücke schneiden. Die Kartoffelstücke anschließend mit in die Pfanne geben, 200 ml Sahne dazu gießen, außerdem 300 ml Gemüsefond bzw. Brühe ebenfalls mit in die Pfanne geben, alles einmal gut miteinander verrühren, dann kräftig mit Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer würzen, nach Geschmack noch etwas Muskat dazugeben, das passt immer gut zur Kartoffel. Nochmals umrühren, zum Kochen bringen und bei niedriger bis mittlerer Hitze für etwa 15 Minuten sanft köcheln lassen. Nebenbei bereite ich noch kurz die restlichen Zutaten vor. Blattspinat waschen und bereitstellen, außerdem 200 Gramm kleine Tomaten halbieren, die Kartoffeln immer mal wieder umrühren und so lange weiter köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind und alles eine richtig schön cremige Konsistenz erreicht hat. Sobald die Kartoffeln gar sind, die Tomaten mit in die Pfanne geben, außerdem nach und nach auch den Blattspinat, alles gut umrühren, den Blattspinat in der heißen Pfanne zerfallen lassen. Zum Schluss gebe ich noch 1 bis 2 Handvoll gehackte und geröstete Mandeln dazu. Alternativ könnt ihr hier auch andere Nüsse oder Kerne verwenden, ganz wie ihr wollt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und danach sind wir fertig. Die Kartoffelpfanne mit Blattspinat und Tomaten vom Herd ziehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.